Moin aus dem Wunderland. Chris und ich, wir waren in Argentinien und haben da mit der Familie Martinez den Regenwald begonnen. Wir haben das letzte Mal schon erzählt, dass wir rüberfliegen. Jetzt waren wir drüben, haben vieles erlebt und jetzt erzählen wir euch mal ein bisschen was davon. Ja, im November, Mitte November sind wir hier losgeflogen, sind in Argentinien bei bestem Wetter 30 Grad angekommen, hatten auch überhaupt keine Probleme mit dem Gras durch den Zoll zu kommen, sind dann bei der Familie Martinez wirklich herzlich aufgenommen worden und haben auch vieles mit der Familie machen können, haben das Wetter genossen und auch die Zeit mit den Kollegen da drüben. Dennis, wir haben aber auch noch gearbeitet. Ja, auch das haben wir gemacht. Unter anderem haben wir uns um den Gleisbau gekümmert. Wir haben die Unterkonstruktion ein bisschen an manchen Stellen noch verbessert. Ja, und was wir eigentlich noch alles gemacht haben, das zeigen wir euch lieber drüben. Schön, dass wir hier sein dürfen und eine Auffälligkeit, die wir natürlich hier in Argentinien jetzt haben, ist, dass wir das Wunderland nicht hier haben. Und die ganzen Räumlichkeiten vom Wunderland, die Besonderheiten, die wir im Wunderland haben, einfach mussten hier ein bisschen nachgebaut werden. Wir haben hier zum Beispiel zu sehen, ein bisschen nachgebaut, einmal die Treppe aus dem 3. Stockwerk hoch ins 4. Stockwerk. Dazu haben wir hier noch die Träger oben, was die Decke simuliert, um zu gucken, wie hoch müssen wir bauen, wie viel Platz haben wir nach oben. Und auch schön da in groß und braun zu sehen, mitten im Modell, haben wir eine Metallsäule stehen, die wir natürlich auch nicht verschieben können und wir das Modell drumherum bauen müssen. Das ist natürlich was wir hier einfach nachbilden müssen und damit das Modell auch entsprechend nachher, wenn es dann nach Deutschland kommt, auch zu uns passt. We are now in the middle of the model and there are tracks everywhere, but it's not only here on the floor. We also have high tracks such as this one over here. And you can imagine how impressive it's going to be the scenery since we can have support to have such a high line like this one. Where you are standing at the moment, we're going to have a huge mountain like around this whole area. And also here we have tall mountains towards the staircase. And the top here is going to be Machu Picchu. But what is nice is that we have this vision, this kind of valley going all along these tracks over here. And we have this huge bridge in the middle. Right now we are seated in the resting area of the staircase or the model of the staircase that is directly on the Wunderland. And as you can see, we have already an impressive view. And you have to imagine that our eyes will be some meter, already 1 meter more above us. So the vision is going to be even better. But this can give us a little impression of how this is going to look. And at the moment I can imagine already the mountains and the rivers there in the valley and the trees, and yeah, it's going to be impressive, it's going to be awesome.
leather. So yes, we know that this is a very important part of the rainforest. It's going to be one of the highlights. So we want to take care about all the details here. And we talk about some things that we need to consider when we're starting to build this. So we have the first one here. It's going to be one of the maybe easiest ways to build it, because you're going to just make some drill some holes into the land, and we have placed legs into the water. So this maybe will be the easiest way, because we're going to just drill some holes in the land, and here you're not going to have any issue with the legs like this. Also, we have another idea in this one. In this case, we drill some holes and we place some tubes where we can place all the legs like this one. So this will be a very good solution, but the problem is that you have to be like very precise when you drill all the holes. Maybe this will be an inconvenient. You have to figure it out. You were gonna see and you're gonna tell me if this maybe will work for you, but it needs maybe more work than this one. Mm-hmm. And there's the third one, and in this one we're just trying to represent what happens if you have the legs into the river and for some reason it breaks up, you broke all the legs and you have to replace it, or you have to drill new holes into land and into the water. So in this case, you have this example right here. So you can see what happens when you have to drill some holes into the water. So in these three examples, we're trying to show you what are our ideas to this section right here. So with this, you can test if it's strong enough, and it's easy maybe to take off, because I know that in Germany you have to take all the buildings to clean it underneath. So with this, it's gonna be less work for you. It's gonna be easier to clean. So I think it's a very good way to solve this problem. I'm here with Chris, who, along with Charlie, they did a fantastic job installing the truck of the rainforest. Die Herausforderung war natürlich immer, dass alles modulartig gebaut wird, aber man sieht quasi ja schon die ganze Fläche. Und deswegen haben wir uns das erstmal markiert. Und ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung, weil es halt doch ganz anders ist als in Hamburg. Aber nachdem die ersten Meter gelegt waren, lief das wie ein Länderspiel. Also von daher, ja, wir sind fertig geworden, sehr happy. There is really a lot of work, but the good news is that truck work is finished and we are one step closer to having the model in Hamburg. Ja, wie Peter gerade schon gesagt hatte, ist die nächsten Schritte natürlich jetzt, nachdem die ganzen Schienen hier in dem ersten Abschnitt schon liegen, auch zu bedenken, wie kriegen wir die ganzen Teile nachher auch nach Hamburg hin. Und dafür möchte Peter natürlich jetzt gucken, wie die Berge gebaut werden, und dafür muss das natürlich auch alles mit der Höhe passen. We have also to consider the weight of the modules, how heavy are going to be the parts. In rainforest we have a lot of high scenery, so we not only have divisions of modules, we also have transversal divisions for the scenery. In some cases we will even have 2 times we will have to cut the scenery to build a mountain. So this is the task that is coming up. How are we going to build the mountain modules, and how can we integrate that with the structure that already exists in the Gundeland? Ja, wir hatten natürlich auch Freizeit und wir haben einen super Trip gemacht. Und zwar, der ging nach Salta und haben uns da den Tren Alas Nubes angeguckt. Der Tren Alas Nubes fährt über eine der höchsten Zugstrecken der Welt, und die haben wir uns mal angeschaut. Wir sind dort hochgefahren. Wir haben den ersten Teil der Strecke haben wir allerdings mit Bussen machen müssen. Und zwar, weil die Strecke einfach nicht mehr befahrbar ist. Die ist seit Jahren außer Betrieb und wir haben es leider auch gesehen. Da sind überall
Teile von den Gleisen sind weg und wir haben Bäume mitten in den Gleisen gesehen. Brücken sind einfach nicht mehr da oder sind echt extrem verrostet. Und ja, das ist einfach der hohen Kosten geschuldet. Und aufgrund dessen sind wir mit Bussen halt hochgefahren und haben da dann auf 3.800 Meter haben wir einen Stopp gemacht und sind da dann umgestiegen in den Zug. Mit dem Zug sind wir dann noch ein bisschen hochgefahren und zwar so auf 4.200 Meter und haben da auf dem Stück schon uns alles die ganze Szenerie angucken können. Wir haben schön schauen können, was da im Zug so los ist. Wobei ich ja ehrlich sagen muss, der Zug an sich ist einfach ein normaler Personenzug und sieht aus, wie wenn ich da drinnen sitze, könnte es auch sein, dass ich hier irgendwo in Europa fahre. Aber das Highlight ist natürlich die Strecke, die Aussicht und auch die Höhe. Ja, deswegen gibt es auch medizinisches Personal, was immer dabei ist. Frühstück gab es auch, viel zu trinken. Und am Ende wurde man halt belohnt mit einem wunderschönen Blick auf einen Viadukt, worüber der Zug mit weniger als Schrittgeschwindigkeit rübergefahren ist. Er hat alle naslang gehupt, jeder hat Fotos gemacht. Es war eigentlich das Highlight überhaupt. Und auf 4.200 Metern denke ich mir persönlich, es ist halt super kalt, deswegen hatten wir auch dicke Jacken und Pullis dabei. Wir sind ausgestiegen und es waren 29 Grad. Es war super warm, wir haben es genossen und auch die Atmosphäre dort war richtig cool. Da gab es diese Szene, wo sie die argentinische Flagge gehisst haben und alle haben so ein Lied gesungen und man wusste das halt nicht, aber man hat diese Atmosphäre aufgesogen und man war mittendrin. Ich fand das mega cool. Das war ein echtes Spektakel. Ja, das war echt ein wirklich, wirklich toller Trip und das Wetter hat auch einfach super mitgespielt. Es ist blauer Himmel gewesen, Chris sagte es gerade. Wir hatten wirklich überhaupt keine Kälte da oben. Wir haben uns gut vorbereitet und haben schön in T-Shirt da oben die Sonne genossen. Das war echt super. Ja, und auf dem Rückweg gab es dann einfach, oder beziehungsweise während wir da oben in 4.000 Meter Höhe waren in einem Tal, 1.000 Meter Höhe, ein riesiges Unwetter. Es gab unfassbar viel Regen. Es sind Bäume umgekippt, auf die Oberleitungen auch, die sie da haben. Und wir kommen da unten an und es ist einfach alles klitschnass. Es sind riesige Pfützen auf den Straßen gewesen, Bäume komplett umgeknickt. Wir denken, krass, was war denn hier los? Und als wir in die Wohnung kamen und wollten eigentlich duschen, so nach so einem 12-14-Stunden-Trip, ja, gab es halt keinen Strom, kein Licht und dann haben wir halt einfach kalt geduscht. Aber es gab noch ein leckeres Essen, das war auch sehr gut. Okay, so thank you very much. It was really nice having you here. Like it's really good that you make this kind of kickoff for the Rainforest Project. I don't know you, but for sure I will be seeing you here next year. Ja, vielen Dank, Peter, dass wir hier sein dürfen und dass wir den Start hier mit euch machen durften. Und ja, auf jeden Fall, ich werde sehr gerne wiederkommen und wir werden dann hoffentlich schon einen weiteren Fortschritt sehen und dann mit dem nächsten ganzen Steps weitermachen. Vielen Dank. Thank you. Ja, nachdem wir in Salta waren und auch die Gleise alle verlegt haben, waren wir fertig. Und ich fand, es war eine sehr eindrucksvolle und sehr intensive Zeit. Man hat viel mitgenommen aus dem Land auch, oder? Ja, wir haben viel gesehen, viel mitgemacht und natürlich auch, wie du sagst, eine intensive Zeit, gerade auch mit der Familie zusammen. Von daher echt beeindruckend. Genau. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es wieder regelmäßige Updates gibt. Bis dahin. Ciao.